Gut, also mein Name ist Rufus Witt, wie gesagt. Ich bin nicht der etablierte, langjährige Podcaster, was wurde ich gerade so angekündigt. Ich arbeite eigentlich für das Projekt Rehadat und dort gibt es allerdings einen Podcast. Bin aber heute nicht in Funktion als Rehadat-Mitarbeiter hier, sondern ganz privat, weil Markus mich einfach gefragt hatte und ich mache es auch gerne mal als Privatperson, weil ich das Thema einfach wahnsinnig wichtig finde. Das ist elementar für uns, also auch für Behinderte, für alle Menschen mit Schwerbehinderung oder Behinderungen. Und es ist eben so, der Screenreader, ich habe ihn etwas langsamer eingestellt, das ist einer der etabliertesten Screenreader, der Screenreader namens JAWS. Das hört sich jetzt so an. Access Real-Time Berlin 2022 Vortrag zu einem... Genau, das war jetzt der Name des Ordners. Das ist nicht so spannend. Ich hoffe, es ist langsam genug eingestellt, sonst kann man es noch ein bisschen langsamer machen. Das können wir gleich mal austesten. Wenn sich alle beschweren, bitte sofort melden. Und ja, also... Es geht eben darum, so wichtig sind bei barrierefreien PDF-Dateien vor allem so eine gute Grundstruktur. Die Strukturmerkmale müssen erkennbar sein. Und das führe ich jetzt mal so ein bisschen vor. Wir haben hier eine Datei. Man hört hier schon, oder sieht auch gleich den Dateinamen. Moment, ganz kurz, Rufus. Ja, gut. Könnten wir das noch auf die Leinwand bringen? Ach so, das fehlt noch. Gut. Super. Jetzt. Oh, so schnell. Oh, das ging ja schnell. Interessant. Gut. Dann nochmal dieser Dateiname. Erweiterungsbau für die Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel-Adobe Acrobat. Nein, das ist der Titel. Der Titel ist natürlich. Ja, ich mach's noch. Okay. Mach's noch ein bisschen langsamer. Ich hab's fast gedacht. So, Moment. Das dauert einen Moment. Menü, Stimmen unter, Breile, Punkt, Stimmen unter Menü, Stimmeneinstellungen, Punkt, Eingabe, Menü, Beispiel, Stimme an, Stimme, Geschwindigkeit, Doppel 31%. Ich werde also 31% ist zu schnell, ich stelle mal 30, auf. 30, 29%, 28%. Vielleicht reicht das ja aus. Stimme, Sonst nehme ich immer so, glaube ich, 60% oder sowas. Stimme, okay, speichern So, unter Moment. Punkt. Also, Okay, Schalter, Rufus, ich glaube, du kannst noch einen Ticken langsamer machen. Ach so, Moment, na Ja, gut, dann ist gut. so, gell? Ja, gut. Menü, Stimmen unter Lieber Menü, machen wir es das Stimmen, Also radikal. Ja, radikal. Stimmeneinstellungen, Alles Eingabe, klar, Menü, einen Moment, Zusatz, bitte. Beispiel, Stimme anpassen, Doppelpunkt, Stimme, Geschwindigkeit, 26%, 5, 4, 23%. Mindestens auf 20. Also 21%. Gut. Stimme, okay, Eingabe, Jos Home. So, jetzt noch einmal der Titel dieser Datei. Erweiterungsbau für die Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel-Erweiterung. Okay, das ist dieser Erweiterungsbau. Der Dateiname ist natürlich ganz anders. Der Titel wird nochmal extra vergeben in so einem Dokument. Du wolltest was sagen, Markus? Oder? Ja, genau, du weißt es schon. Ja, Wir sind schon eingespielt. Letztendlich ist es so, Moment, wenn du jetzt so ein neues Dokument aufmachst, wie orientierst du dich? Woher weißt du, dass du in einem richtigen Dokument bist? Das hatten wir, der Titel war eindeutig. Das habe ich gehört. Ich habe ja vorher das aufgemacht. Der Dateiname würde sich wie folgt anhören. Landesvertretung Brüssel Inhalt ds U.pdf. Klingt ein bisschen kryptisch. Ja. Das habe ich ja vorher dann geöffnet. Ich habe die Datei irgendwo vorgefunden, vielleicht als E-Mail bekommen, per Anhang oder von einer Webseite heruntergeladen, wie auch immer. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das ist so der Einstieg. Und dann höre ich anhand des Titels, dass ich in der richtigen Datei gelandet bin, das, was ich gerne wissen möchte. Und dann beginnt eben der Inhalt. Ich wandere mit dem virtuellen Cursor meines Screenreaders einfach mal so ein bisschen herunter. Ich könnte auch direkt Überschriften anspringen, aber man weiß ja nie, was noch eventuell einen vorher erwartet. Darum nehme ich mal einfach mal den virtuellen Cursor und wandere wirklich Zeile für Zeile. Das ist wie so ein einzeiliges Display, kann man sich das vorstellen, wenn man immer nur eine Zeile sehen würde, wirklich. Wenn Sie immer nur eine Zeile sehen könnten. Und genauso geht es mir jetzt als Vollblinden. Eine Häuserreihe mit einem Altbau zwischen zwei neueren Gebäuden. Grafik. Das ist ein typischer Alttext. Hier wird diese Häuserreihe, die Sie wahrscheinlich im Bild sehen können, wird hier beschrieben. Jetzt kommt, wir haben vergessen den Betrachter. Ganz kurz, ja genau das. Selber Gedanke, ja, man merkt das wahrscheinlich öfter. Ich schalte noch ein kleines Fenster jetzt kurz hinzu. Dort können Sie dann genau sehen, wo ich gerade navigiere, welcher Bereich gerade sichtbar ist für mich. Programmumschaltung, JAWS Home zu. Menü, Hilfe, A. Menü, nach Update, Lizenz, Start-über JAWS.webressource, technisch, was ist noch, Kurztaste, JAWS Hilfe-Themen, Befehle, Such, nach Update, Such, Lizenz unter Escape, Sprache S, Hilfe, Systemmenü, Sprachhilfs, Das ist furchtbar. Ja, Menü, hier. Breile, Bild, Breile, Bindestrich und Textbetrachter und Breile, Betracht, Textbetrachter.
aktiviere den sogenannten Textbetrachter. Eingabe, Menü Es verlassen. gäbe sogar noch einen Brei-Betrachter, wo man auf der Brei sehen würde, was ich auf der Breitzeile fühlen kann. Aber ich denke, der Textbetrachter macht hier mehr Sinn, einfach den Text zu sehen zu dürfen. So, Erweiterungsbau für die Vertretung des Landesbad. hier war jetzt dieser oben genannte Alttext, wo das Bild beschrieben wurde. Landesvertretung bindet eine Häuserreihe mit einem Altbau zwischen zwei neueren Gebäuden. Grafik. Genau, so beginnt die Datei, weil da oben anscheinend ein Bild als erstes kommt, als Einstieg. Darunter auch das Logo, glaube ich, verschiedene Logos. Logo Doppelpunkt Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Grafik. Auch dieses Logo muss eben beschrieben werden, man muss ja wissen, weil es ist ja auch irgendwie relevant. Es geht ja nicht nur um was Dekoratives, sondern es geht darum, dass ich weiß, wer bietet diese Datei an. Das ist ja der Sinn eines Logos, das wäre auch der Sinn für Sehende, also ist es auch nur recht und billig, dass ein Blinder auch diese Information erhält oder eine Blinde. Baden-Württemberg. Hier ist jetzt noch ein Untertitel. Ministerium für Finanzen. Hier wird es nochmal beschrieben. Erweiterungsbau für die Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel. Das sind ja, glaube ich, der Titel und der Untertitel der Datei jetzt. Oh, genau. Genau. Jetzt haben wir das ja quasi zweimal gehört. Das eine Mal war das der Fenstertitel, jetzt ist es direkt der Titel auf der Datei. Jetzt gibt es manche Leute, die sagen, ach, das ist ja blöd, wenn es so doppelt ist. Wie empfindest du das? Ist das Ich konnte jetzt daran hören, anhand dieser Bezeichnung Grafik konnte ich hören, was war der Text des Bildes und was war das Logo und was ist dann der Titel und der Untertitel. Was mich hier viel mehr ein bisschen stört, was ich schade finde, dass die Screenreader-Hersteller es bisher nicht unterstützen, dass man diesen Titel und Untertitel bewusst wählen kann und dass hier auch mal angesagt wird oder irgendwie einem angezeigt wird, es folgt dann der Titel, anschließend folgt Untertitel Anfang, Untertitel Ende. Das fehlt mir. Ich verstehe nicht, warum die Screenreader, die jedes Jahr mehrere Updates herausbringen, solche Hersteller, warum sie das nicht implementieren und einfach daran denken, dass man einfach konsequent dort nachzurüsten. Haben wir Screenreader-Hersteller unter uns hier? Also die Information ist da, das ist ja immer so, aber sie wird nicht ausgewertet und nicht an den Nutzer weitergegeben. Und das ist natürlich sehr schade, weil manchmal denkt man dann, da sagt man dann, ach, was für ein blödes PDF, dass das es nicht sagt. Dabei, die Information ist ja da. Ja? Genau. Es hört sich für mich an wie eine normale Textzeile. Hinweis aus. Und die Frage ist ja einfach, weshalb, wenn ich solche Dateistrukturen irgendwann kenne und die alle ähnlich aufgebaut sind, wenn jede Datei konsequent einen Titel und Untertitel am Anfang hätte, was nicht immer der Fall ist, dann wüsste ich genau, worum es sich handelt. Dann kann ich mir auch so denken, die Lesereihenfolge ist ähnlich. Trotzdem wäre es schöner, wenn der Titel einfach angesagt würde als Titel und auch als Untertitel, der nachfolgende Untertitel. Das fehlt eben noch. Ja. Wie würdest du jetzt weiter vorgehen? Du weißt gar nicht, was steckt da alles Genau, drin? ich gehe mal weiter runter und ahne, dass irgendwann eine Überschrift kommen könnte. Mal sehen, ob ich richtig geahnt habe. Befahrene Straße und Häuserreihe um den Altbau. Nochmal ein nächstes Bild. Gut, danke. Layout 58 und 60 Ich sehe die Adresse nochmal auch als. Zur Zeit noch mit dem virtuellen Cursor, weil die Frage ist ja, was kommt noch alles vor der Überschrift, was mir eventuell immer noch nicht als Strukturelement unterschlagen wird. Genau. Darum bin ich noch Also mal das heißt, neugierig. du könntest ja direkt die Überschrift Das stimmt, das angeben. könnte ich Das auch machst machen. du aber nicht, weil du erfahrungsgemäß, du möchtest erstmal wissen, was gibt es noch alles. Also Ja. vielleicht entgeht dir ja sonst was, wenn du Genau, direkt zur Überschrift das ist kommst. das Problem, ja. Zumindest bevor die erste Überschrift kommt, sollte man so vorgehen. Die Überschrift, die jetzt irgendwann folgen dürfte, Überschrift Ebene 1 Inhalt. da ist sie ja schon, genau. Es ist auch eine ewige Diskussion. Einige sagen, ja, das Thema hatten wir vorhin ja auch schon. Manche sagen, man kann auch ruhig den Dateientitel oder die Hauptüberschrift so einer Broschüre als H1 nehmen. Es gibt wahrscheinlich, ja, die einen finden das so in Ordnung, andere sagen, es ist einfach nicht logisch. Das Thema hatten wir, wie gesagt, ja vorhin schon. Und wenn es schon so Formatvorlagen für Titel und Untertitel gibt, warum soll man sie nicht verwenden? Es ist ja völlig folgerichtig, dass man die Überschrift erst dann verwendet, wenn es nötig ist. In dem Fall ist es ja hier schon die Überschrift des Inhaltsverzeichnisses. Wo man einfach ganz klar, dann weiß man sofort, ich habe gehört, er hat gesagt, Der Überschrift Ebene 1. Überschrift Ebene 1, das ist eben das, was vorhin bei Titel und Untertitel gefehlt hat. Es kam keine Ansage, keine entsprechende Zuweisung oder Ausweisung. Und hier hört man es ganz klar. Und ich könnte auch mit einer Navigationstasten für Überschriften das auch einfach von Überschrift zu Überschrift einfach direkt springen. Grußwort Überschrift Ebene 1. Ich bin jetzt einfach ganz frech vom Inhaltsverzeichnis Überschrift zum Überschrift des ersten Kapitels gesprungen, gehe aber jetzt wieder zurück. Inhalt Überschrift Ebene 1. Denn das Spannende ist hier, wie kann so ein Inhaltsverzeichnis schön strukturiert sein, dass wir Blinde auch was davon haben und erkennen, worum es sich hier handelt, wie ist es aufgebaut, gibt es Hinweis auf. gibt es noch Listen und wieder Unterkapitel eventuell, das gucken wir uns jetzt mal an. Unter der Überschrift beginnt eine Liste. Liste mit 10 Einträgen.
Man hört sofort, die Liste hat 10 Einträge. Das heißt, mich werden auf jeden Fall 10 Oberkapitel, obere Abschnitte erwarten. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Man weiß schon, wie viel kommt da jetzt. Mal schauen, wie das erste Kapitel heißt. Link Grußworte. Grußworte. Man hört, Grußwort ist nicht nur der Titel jetzt gewesen oder ein Name, sondern ein Link. Er hat Link angesagt. Liste mit Link Grußworte. Das Schöne ist eben, diese Links haben ja auch einen Sinn. Das sind ja sogenannte Sprunglinks. Das kennt man auch von Webseiten. Das hat dann auch einen Vorteil. Ich weiß schon mal, was mich erwartet und ich könnte jetzt direkt den Link auch betätigen und zu dem Kapitel Grußworte springen. Entweder per Überschriftenfunktion oder eben durch diesen Sprunglink. Das tue ich aber jetzt nicht, weil ich ja noch ein bisschen das Inhaltsverzeichnis weiter erkunden möchte. Liste mit 4 Einträgen, Verschachtelung 1. Ich höre eine Liste mit 4 Einträgen, er sagt wirklich Verschachtelung 1, das heißt, es gibt hier noch Unterkapitel. Wie spannend, es geht also noch weiter. Link 5 Winfried Kretschmann MDL. Also jetzt kommt hier die Seitenzahl zuerst, ist vorangestellt. Auf Seite 5 ist also das Grußwort von unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Ministerpräsident Ja, er sagt es sogar nochmal an. des Landes Baden-Württemberg. Link 7 DR, Daniel Bayatz. Auf Seite 7 ist der nächste Referent hier zu sehen. Und so geht es immer weiter. Und man hört auch dann, wenn so eine untere verschachtelte Liste zu Ende wäre, von einer unteren Ordnung. Minister des Landes Linken Stadtstadt bei der Leiter Baden bei der Listenende Verschachtelung Sagt 1. Listenende Verschachtelung 1. Also ich merke, ich komme wieder auf die nächsthöhere Ebene. Kurze Zwischenfrage, Rufus. Jetzt war die Seitenzahl hier am Anfang, aber es war Hinweis. wirklich kein Problem. Oft hat man hier die Frage, oh, soll ich das jetzt, visuell ist die vielleicht am Anfang, aber in der Struktur könnte ich die ja trotzdem ans Ende setzen. Oder sagst du, nee, ist Jacke wie Hose, also ich krieg mit, das ist ja dann die Seitenzahl, kann ich mir denken. Ich war es aus der Kindheit gewohnt, bei Braille-Schrift oder Blindenschrift, Punktschriftbüchern, da war die Seitenzahl immer am Ende. Ich weiß nicht, wie es bei üblichen Büchern gemacht wird. Ich glaube, für mich wäre das am Ende das Gewohntere. Aber ich konnte mir einfach jetzt schnell erschließen, was soll es sonst sein, weil er hat ja nicht gesagt Nummer 1 und Nummer 1.2. Das heißt, es konnte nur die Seitenzahl sein. Insofern habe ich habe jetzt mich schnell da rein gedacht oder rein gefühlt. Aber eigentlich wäre es am Ende schon ein bisschen besser. Also hier zu sehen ist die tatsächlich auch am Anfang. Das wird gerne als cooles Gestaltungselement genommen, dass man die Seitenzahl am Anfang hat. Und es gibt ein Prinzip, also so arbeiten wir auch, wenn man das im Nachhinein das Dokument barrierefrei macht, Equal Access. Das heißt, der Sehende und der Screenreader-Nutzer, sie kriegen den gleichen Inhalt möglichst in der gleichen Reihenfolge, weil dann beide sagen, wenn der Sehende dann sagen würde, ja, aber die Nummer steht da davor und du sagst, Quatsch, du lügst, die steht am Ende. Ja? Also deswegen ist es, ja, wenn es irgendwie geht, das für alle Nutzer in der gleichen Weise zu präsentieren. Ja, so würde man als Blinder einfach, man lernt eben auch als Blinder nie aus. Und dass es eben auch mehrere Verfahrensweisen gibt, die parallel existieren. Ja, schön. Gut. Kurze Frage. Ja? Moment, wenn eine Frage kommt, nur damit es auf der Aufzeichnung ist, sonst geht es nicht mit. Diana hier. Alttexte zu diesen Links ist für uns immer eine Diskussion, dass noch nach alter Lesart oder nach einer Lesart dahinter Alternativtexte stehen sollten. Ich denke immer, ist hier nicht nötig. Wie siehst du das? Ich finde es eigentlich auch nicht nötig. Nur weil es mal so herkömmlich vielleicht gedacht war, denn der Screenreader ist normalerweise auch darauf eingestellt, dass er einfach den Text des Links erkennt und das ist auch die Standardeinstellung. Es mag ja sein, dass manche das umstellen, aber auch dann hört man eigentlich, wenn man es umstellt, müssten wir eigentlich mehrere Einstellungen gleichzeitig hören. Also ich finde es hier, gerade bei Sprunglinks, muss ich sagen, da finde ich es ein bisschen überflüssig. Das mögen andere anders sehen, dann sollen sie es mal erläutern und gut argumentieren. Vielleicht überzeugen sie uns ja vom Gegenteil, aber ich finde das in dem Fall wirklich, sehe ich den Sinn nicht so ganz. Vielleicht, ja, ganz kurz, nur um das Ich denke alternativ. Ach so, interessantes Thema. Also nur kurze Fachinformation dazu. Da gibt es einen Widerspruch zwischen PDFOA und WCAG. Und WCAG schreibt es nicht für jeden Link vor. Bei PDFOA ist es für jeden Link vorgeschrieben. Man weiß aber, dass es falsch ist, dass es nicht Sinn macht, sondern dass man da abstufen muss, wie jetzt in diesem Fall. Was hat man für einen Mehrwert? Was sollte man da reinschreiben? Hat man schon mal das Problem, weil die Information wird ja schon direkt vermittelt. Dann brauche ich da nicht eine alternative Beschreibung oder eine Zusatzinformation, ob ich die jetzt Alternativtext nenne oder den Contents Key auf die Link Annotation, wie es technisch heißt.
Also, und das ist klar, wird auch korrigiert im nächsten, also PDF UA2. Es ist nicht mehr definitiv vorgeschrieben, weil das hat man erkannt, den Fehler. Hinweis ab. Wird von Menschen gemacht, solche Standards, da sind auch Fehler drin. Ja. Okay, Rufus, wie wird es jetzt weitergehen? Ja, also wenn ich dann das Verzeichnis immer mal durchgearbeitet hätte, wüsste ich genau, wie es alles aussieht. Das machen wir jetzt nicht, das dauert zu lange. Man kann eben alternativ wählen, entweder, ich könnte jetzt mal so einen Sprunglink ausprobieren. Link bei der europäisch Baden-Leiter der Beispiel 13 hier Moduleiter vom- Baden bei der Listende verschachte Link 17 ja. Geschichte des Hauses. Nehmen wir Seite 17, Geschichte des Hauses. Gehe ich da, ich versuche mal da drauf zu springen. Auf den Eingabe, Link. offener Treppenraum-Link. Jetzt höre ich merkwürdigerweise einen Alttext und denke mir, warum bin ich denn nicht einfach auf der Überschrift gelandet? Ich muss ein bisschen forschen und gehe einfach mal mit dem Cursor mal eine Zeile nach unten. Ministerialdirigent Prof. Kai Fischer. Das war falsch, ich hätte eine Zeile nach oben gehen sollen. Listende Verschachtelung 1. Link bei der Wo bin ich jetzt gelandet? Du bist wieder im Inhaltsverzeichnis. Ja, genau. Ich finde das sehr schade. Ich gehe jetzt Eingabe, mal- Tagungsraum-Link. Mach's noch mal. Leiter, Link, Leiter der Baden- bei der Listende. Er möchte nicht mitmachen. Leider macht Kurz zur Erklärung, also wir haben dieses Dokument ausgewählt, weil das wird sehr gerne gemacht, solche Dinge in Doppelseiten zur Verfügung zu stellen. Und das Problem ist, dass interne Links, die können, also jetzt zumindest mit der jetzigen Implementierung PDF 1.7, können die nicht auf Strukturelemente gesetzt sein. Das kommt mit der nächsten, ja, also PDF 2 geht das. Und das heißt, hier müssen die optisch genau in die linke obere Ecke gesetzt sein. Also Access Word zum Beispiel macht das oder so, ja, also nur so als Fußnote. Bei den Doppelseiten funktioniert es aber nicht, weil der Screenreader kriegt den Fokus nicht. Und das heißt, das wäre jetzt eine Frage, muss man es denn in Doppelseiten veröffentlichen? Weil wenn das nämlich Einzelseiten wären, dann hätte dieser Link funktioniert und er wäre direkt auf der Überschrift. Ja. Ist auch die Frage, was optisch, ob die Doppelseite optisch so viel schöner ist als die Einzelseite, kann ich nicht beurteilen als Geburtsblinder. Das müssen dann diejenigen entscheiden, die das Dokument entworfen haben. Zum Glück haben wir eben auch die Überschriftenfunktion. Ich springe also lieber auf die Überschrift. Grußwort Überschrift Ebene 1. H1 Grußwort. Ich kann jetzt auch ich kann bewusst bei Überschriften auch die Ebene direkt auswählen. Winfried Kretschmann, MDL, Jetzt kommt der- Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Überschrift Ebene 2. Die H2, Überschrift Ebene 2, der Ministerpräsident. Und so kann ich mich weiter durch das ganze Dokument eben per Überschriftenfunktion wählen. Ich könnte auch absatzweise navigieren zum Beispiel, das geht auch. Als Land im Herzen Europas trägt Baden-Württemberg eine besondere Verantwortung für ein europäisches Miteinander und versteht sich traditionell als Motor der europäischen Integration. Die So lang kann ein Satz sein, ja. Man merkt, Genau. Und was da, also ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so arg rumspielen, das müssen Sie mir jetzt ein bisschen glauben, weil Rufus es ja auch nicht sieht, deswegen ist es nicht schlimm, wenn Sie es dann auch nicht sehen, aber wir sehen ja, das sind zwei Spalten und was typisch ist, wenn wir so einen schmalen Text laufen haben, sind natürlich solche Trennzeichen am Ende, weil das soll ja irgendwie schön fließen und ja, und nicht so flatterhaft sein, also kein Flattersatz richtig. Und die Trennzeichen, wenn es schlecht gemacht ist, warte mal, wie stehst du zu Trennzeichen, Rufus? also der Screenreader sollte jetzt einfach nicht übertrieben jedes Trennzeichen vorlesen. Der Text sollte flüssig bleiben. Wenn ich jedes Trennzeichen höre, was auftaucht, das stört den Lesefluss. Das ist ein bisschen irgendwie nervend oder ermüdend auf die Dauer. Das ist dann einfach anstrengend, immer das zu hören. Wenn sie notwendig sind, weil sie irgendwas erkennbar machen, dann macht es Sinn, aber nicht, wenn sie einfach nur störend wirken. Ja, zum Beispiel, genau. Es ist einfach irgendwie so eine Art Unterbrechung, die irgendwie so unbewusst stört und man merkt, was ist denn das, was einen gerade stört, da muss man genauer hinhören oder genauer hinfühlen mit der Breitzeile und dann es verwirrt einfach nur. Also typischer Fall, Trennzeichen sind letztendlich Artefakte. Ja? Entweder die könnten sogar als richtiges, als bedingter Trennstrich, wenn das Unicode-mäßig gesetzt ist, wäre das auch okay. Dann müsste man die gar nicht artefakten. Sind übrigens zwei Techniken, die wir auch dann beschreiben, ja, also da in der Arbeitsgruppe. Oder man muss sie artefakten, damit der Screenreader sie ignoriert. Also da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Aber das sind ja eigentlich nur Layout-Zeichen, die überhaupt keine inhaltliche Relevanz haben. Und man sieht hier, das wird dann sehr unbequem.
für Screenreader-Nutzer, aber ebenso, das ist auch ein großer Use Case, darf man nicht missachten, kommt in der Zukunft noch häufiger, Reuse und Text Extraction, also dass man den Text rausnimmt und ihn woanders, man möchte jetzt ihn fürs Web oder sonst wo verwenden oder wie auch immer oder dass Software ihn irgendwie verwendet. Und da ist es wichtig, dass man zwischen den inhaltsrelevanten Zeichen und den reinen Layout- oder dekorativen Zeichen unterscheidet. Okay, Rufus, du wolltest, glaube ich, zur Geschichte des Hauses was finden. Ja, das stimmt. Hier war Geschichte des Hauses. DR, Ein Dani. bisschen weiter. Hier war H1. Geschichte des Hauses, Bindestrich von der preußischen Gesandtschaft zur Landesvertretung Baden, Bindestrich Württemberg, Überschrift Ebene 1. Da haben wir jetzt einen Bindestrich gehört. Der ist aber jetzt, glaube ich, in dem Fall einfach völlig angebracht. Das ist ja wie eine Art Gedankenstrich. Genau, Das macht dann Sinn, ihn zu hören. Genau, das ist nämlich jetzt der Fall. Also vorhin haben wir gesagt, Trennstriche sind eigentlich Layoutzeichen, die dürfen gar nicht gelesen werden. Bindestrich ist ja wichtig, weil das hat ja immer irgendwie, hat ja eine Aussage, ist ja ein inhaltsrelevantes Zeichen. Also obwohl teilweise, also Bindestrich und Trennstrich, die sehen meistens identisch aus, haben aber unterschiedliche Funktionen und die einen sollten, also Trennstriche sollten ignoriert werden, Bindestriche sollten vorgelesen werden, weil die ja immer einen Aussagegehalt haben, ja, oder rechtschreibmäßig, hatte vorhin gerade jemand gesagt, man denkt dann, es wäre falsch geschrieben, ja, aber es gibt manche Wörter, die haben ja einen Bindestrich, Doppelnamen oder sowas, ist ja ein Unterschied, ja, ist es jetzt ein Doppelname, das heißt der Bindestrich, muss man wissen, oder ist es vielleicht nur der eine Name, ja, das ist nur ein Wort. Gut, Geschichte des Hauses, genau. Dann ist es auch, achso, nochmal weiterschauen inhaltlich, oder? Ich glaube, das Impressum war noch interessant. gab es ja nicht eine Tabelle? Ach, die Tabelle, stimmt, ich mache es mal ein bisschen schneller. Wie würdest du jetzt, du Genau. weißt, da war irgendeine Tabelle, da steckte irgendwas drin, diese Daten würde ich gerne rauskriegen. Ja. Es gibt auch eine direkte Tabellensuchfunktion, einfach nur ganz klassisch das T drücken, kann ich drücken mit dem Screen wieder. Oh. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Planungsauftrag, Dezember 2. Tabelle mit 2 Spalten und 3 Reihen. Spalte Genau, 1. hier ist eine Tabelle. 2395 M hochgestellte 2. Diese Tabelle hat 2 Spalten. Der Vorteil ist, 2 Spalten lassen sich relativ schnell überschauen. Bruttogrundfläche Doppelpunkt. Wenn ich 2 Spalten habe, dann muss ich eventuell gar nicht diesen Tabellenmodus anwenden, den es auch noch für Screenreader-Nutzer gibt, weil ich hier ja erkennen kann, 2 Spalten, da weiß ich, da bleibt die Reihenfolge ja gleich. 4364 M hochgestellte 2. Bruttorauminhalt Doppelpunkt. Weil es geht immer um den Bruttorauminhalt und danach kommt eine Zahl. Das ist dann einfacher zu durchschauen. Es gibt auch komplexere Tabellen, da sollte man diesen Modus eher anwenden, um dann zu hören, was dort erscheint, um das genauer beleuchten und genauer verstehen zu können. Rufus, es gibt ja zweispaltige Tabellen, die werden ja oft genommen, wenn es Informationen sind, die könnten ja zum Beispiel auch eine Definitionsliste sein. Was wäre denn geschickter? Ich finde in dem Fall, wenn es wirklich um zweispaltige Definitionsliste, eigentlich einfacher zu handhaben, um zu hören, weil ich mich frage, warum muss ich, wenn es nur um 2 Spalten geht, in Anführungsstrichen, warum soll es dann eine Tabelle sein? Vielleicht ist es für Sehende optisch schöner, aber für mich wäre eigentlich die Definitionsliste das komfortablere, was intuitiv schneller begreifen würde. Okay, super. Und also es sieht eigentlich, also schöner ist es nicht, sondern die Definitionsliste könnte man genau identisch optisch machen, wie hier das auch. Also es kann nicht die Schönheit sein. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht für den Autor einfacher, einfach eine Tabelle da reinzuhauen, statt einer Definitionsliste. Aber Definitionsliste, wie du gesagt hast, komfortabler, besser zu navigieren, zu verstehen und so weiter. Genau. Okay, jetzt bist du ganz zufrieden mit diesem Dokument und möchtest ihn mal schreiben, und sagen, hey, ja, okay, hier, da, eure neue Niederlassung da in Brüssel und das Dokument dazu, das habt ihr ganz gut gemacht. Wie würdest du das machen? Also, ich suche mal nach dem Impressum einfach und schaue, was mich da so erwartet. Das ist natürlich am Ende der Datei relativ am Ende zu finden. Ich gehe mal ein bisschen nach oben. Auf Foto heraus, Impressum, Überschrift Ebene 1. Das Impressum beginnt hier. Dann denke ich, okay, was kommt danach? Mal schauen. Überschrift Ebene 2, Herausgeber. Herausgeber, das ermutigt erstmal sehr. Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg. Neues Schloss, Schlossplatz. Die Adresse und so weiter. Neues 7017. Link www.fm.baden-württemberg.de. Letztlich die Website. Redaktion und Konzeption. Dann denke ich mir, was denke ich mit den Telefonnummer und E-Mail?
Warum ist das nicht da? Das verwundert noch ein bisschen. Ich suche also hier weiter mich durch und gucke, was gibt es noch für Überschriften innerhalb des Impressums. Gestaltung Überschrift Ebene. Gestaltung führt mich auch nicht weiter. Druck Überschrift Ebene. Druck, Fotonachweis über. Fotonachweis, darf ich auch nichts erwarten. Auflage Überschrift. Auflage. Stand Überschrift Ebene 2. Der Stand, denke ich mir, der Stand könnte ja fast das Ende des Impressums darstellen. November 2021. November 2021, denke ich mir, ist jetzt schon Schluss. Fehlt das alles? Kommt ja jetzt gar nichts mehr? Oder Ministerium für Finanzen. jetzt kommt plötzlich unter dieser Überschrift, wo es eigentlich nur um den Stand der Broschüre gehen sollte, kommt nochmal wieder wieder neue Angaben. Die Baden-Württemberg. Broschüre steht unter. Link, Sekunde, so Klammer, weiter. Publikat, Logo, Doppellogo, Schlossplatz Und 70178. jetzt plötzlich taucht hier nochmal die Adresse auf, Telefon 07, die Telefonnummer. Telefax 0, Link, Poststelle fm.dwl. Hier endlich mal die E-Mail-Adresse, aber einfach unter der völlig falschen Überschrift platziert. Die letzte Überschrift war der Stand dieser Publikation. Also das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, ich wiederhole es nochmal, damit man es sacken lassen kann, weil letztendlich ist es so, unter Stand ist das einsortiert. Das ist eine falsche Struktur. Das gibt dir, du findest es schlechter und vielleicht auch gar nicht. Ja? Und wie wichtig sind so Kontaktdaten? Ja, sehr wichtig. Ich möchte Kontakt aufnehmen können, ich möchte sie schnell auffinden können, um das einfach vielleicht auch anderen weiterzugeben, die Kontaktdaten. Das kann ja in mehrfacher Hinsicht wichtig sein. Einfach irgendein Feedback geben oder irgendeine Kritik äußern, was auch immer. Das ist ja bei jeder Broschüre wichtig. Das wäre auch jedem wichtig, der das einfach liest, jedem Lesenden. Insofern, ja, und dann hätte einfach eine weitere Überschrift hätte genügt, irgendwas nochmal, keine Ahnung, wie man es hätte nennen sollen, aber dann hätte man gewusst, wo es zu finden ist. Es stellt mir sogar für Sehende schwer vor, zu erahnen, dass es da plötzlich nochmal alles auftaucht, obwohl die Adresse ja oben schon unter Herausgeber aufgetaucht ist. Das macht einfach gar keinen Sinn in mehrfacher Hinsicht. Es ist nicht nur eine Barriere, es ist auch etwas unlogisch, finde ich. Ja, also ich glaube, das ist klar geworden, wie wichtig die richtige Struktur ist, auch zum Finden und zum Anspringen. Fragen würde ich gerne ans Ende stellen, dass wir noch, okay, das war der Fall, wir haben mal da eine Broschüre gezeigt, wie das sich so anhört. Ich glaube, das war schon sehr erhellend. Alt F4. Wir würden jetzt, Rufus, jetzt ist es so, wenn du selber, also kannst du auch selber barrierefreie Dokumente erstellen? Wenn man sich mit Word-Formatvorlagen sehr gut auskennt, dann kann man das machen. Genau, das ist auch nicht jedem in die Wiege gelegt, das muss man auch gründlich auch lernen und studieren, denke ich. Aber es ist zumindest ja möglich, so mit verschiedenen Shortcuts oder Menüs, wenn man eine gute Schulung hatte, sie zu erreichen. Zumindest in dem Word war es bisher immer dann möglich. Genau. Dann zeigen wir doch mal, wie man das machen könnte, wenn man das Ja, wieder nutzt. Access Field Berlin, zweiter Posteingang, mein Bindestrich, erstes Bindestrich, barrierefreies Bindestrich, Dokument unterstrich, Struktur, Bindestrich, nur Bindestrich, visuell, Bindestrich, Word, Tabelle 1. Das ist jetzt eine Datei, die mein erstes strukturiertes Dokument, barrierefreies Dokument heißt. Tabelle verlassen, Dateianfang, mein erstes Barriere. Warte mal ganz kurz. Okay, ich glaube, das sieht man jetzt ganz gut, das Dokument. Jetzt, wer sieht da eine Überschrift? Josephine? Die Grundprinzipien, sieht doch aus wie eine Überschrift, oder? Genau. Okay, guck mal, hast du da eine Information gesagt bei den Grundprinzipien? Die Grundprinzipien. Nein, das ist keine Überschrift für mich. Bis jetzt nicht. Es fehlt die Formatvorlage. Mit JAWS-Taste F? Da wird es auch nicht besser. Das ist keine Überschrift. Genau, also das ist jetzt so ein Fall, letztendlich, es sieht nur so aus, also nur visuell wurde die Struktur so angelegt und die Information fehlt in Word schon. Jetzt ist es so, okay, ich glaube, du kannst es irgendwie, wie würdest du das jetzt formatieren? Also da gibt es die Möglichkeit, du hast vorher erwähnt, über Tastaturkürzel. Also kannst du das mal für uns formatieren? Ich mache einfach mal Alt 1. Hoffe, dass sich was verändert hat. Kannst du das jetzt auf die Schnelle, ich sehe gerade, dass das Navigationsfenster nicht da ist, sodass wir das verfolgen können. Ach so. Kannst du das einblenden? Hier haben wir gute Frage. Wenn ich das hier... F6, Access Wort Bindestrich Rollen Zuordnung. Nee, das ist nicht. F6, Statuszeile Wert F6, virtuelle Menübänder, F6, Dokumentbereich, Menüleiste verlassen, mein Bindestrich erst. Irgendwie. Alt F? Ach so, okay. Alt F, gut. Alt F, virtuelle Menübänder, Ansicht, Register. Und dann...
Hilfe, Register. Ups, nee, falsch. Ansicht. Wo ist das denn? Eingabe, unteres Menüband, Ansichten, Untermenü. Plastisch und Seiten, Anzeigen und zu, Unterfenster. Da warst du gerade bei Zu, Anzeigen. Anzeigen, Ah, Untermenü. gut. Eingabe, Linealkontroll. Jetzt Navigationsbereich suchen. Ja, genau, noch 2 nach unten. Internetlinie, Navigationsbereich, Ja, genau. Kontrollfeld nicht aktiviert, Leertaste, Menü verlassen, Seitenlayout, Ansicht. Sehen wir, das ist die unmittelbare Rückmeldung. Grundprinzipien, jetzt wäre es eine Überschrift. Also nicht nur visuell, sondern du hast es zugewiesen. Und kannst du noch auch die anderen Sachen zuweisen? Also vielleicht gehst du noch mal kurz nach oben. Genau, mein- da fehlt ja auch mein erster- noch der Titel. Genau. Dokument für den Access for Day. Genau. Und man hört auch die Zweisprachigkeit ist hier schon berücksichtigt worden. Ist auch sehr wichtig, dass auf Englisch das ausgesprochen wird. Genau, hier würde ich einfach einen Titel vergeben. Alt E. Jetzt hast du den Untertitel zum Titel. Ups, oh, das ist aber nicht gut. Mein erstes Das ist überhaupt nicht gut. mein erstes barrierefreies Dokument. Alt E. Genau, und das andere wäre dann, Demo-Dokument sollte der Untertitel sein. Gibt es, glaube ich, auch. Also ja, das ist ein Tastaturkürzel, das es nicht out of the box gibt, aber das ist ein Hinweis, wenn Sie Formatvorlagen anlegen, vergeben Sie auch Tastaturkürzel. Da ist zum Beispiel für den Titel ist es Alt-TT, weil das nicht belegt ist, und den Untertitel ist Alt-UT. Und das ist einfach den Styles, den Formatvorlagen mitgegeben, dort definiert, ja, sodass auch Screenreader-Nutzer leicht so ein Dokument formatieren können. Alt E. Für Screenreader-Nutzer ist es ziemlich schwierig, diese Zuordnung, wie sonst, wie die Sehenden das formatieren, weil es ja sehr optisch funktioniert, diese Zuweisung. Und das ist noch so ein Tipp. Also für Überschriften selber gibt es out of the box schon Tastaturkürzel. Zumindest gerne korrigieren, wenn es anders ist. Ich glaube, nur bis zur 3. Ebene ist es standardmäßig Alt 1, Alt 2, Alt 3. Genau. Und die weiteren müsste man dann auch wieder customized dazu anlegen, aber die gibt es schon. Okay, dann, wir haben hier noch ein paar Überschriften vielleicht, oder... Die kann man auch kurz mal. Überschriftebene. Also die hier kann man Genau. schon mal gut hören. Grundprinzip. Sehr gut. Inhalt normalen Textabsatz. Grundprinzip 2. Ah, hier, genau. Grundprinzip Hier, 1. hier schon die H2, die Genau. 2 Alt 2. vergeben. Inhalt normalen Text. Grundprinzip 2. Linke Windows 2. Oh, Achse. das ist falsch. Das wird jetzt gemacht. Mein Bindestrich erstes Grundprinzip 2. Alt 2. So. Keine Glossar. Glossar. Alt 2. So. Gut, hier. Also man sieht es sehr schön, also du hast es jetzt formatiert. Und was kommt jetzt noch weiter? Jetzt kommt jetzt hier. Access PDF Definitionslist Tabelle verlassen. Formularfeld Hier verlassen. ist Eine nämlich falsche Überschrift Ebene 2 Glossar. Access PDF Hier ist jetzt Definition. eine Tabelle, taucht auf. Oder es ist ja eine Tabelle, die man jetzt, man sich fragt, soll die Tabelle so bleiben oder sollte man sie verändern? Wir hatten ja vorhin das Thema Definitionsliste. Ob man sie einfach, wenn ich sie als Definitionsliste, die ist auch wieder zweispaltig. Und da sie nur zweispaltig ist, kann man daraus auch eine Definitionsliste. Könnte man machen, wenn man sie im PDF besser, schneller, intuitiv erkennen möchte als Liste. Genau. Und du hattest ja vorhin gesagt, naja, das ist ein typisches Glossar, eigentlich mit einer zweispaltigen Tabelle gebaut in Word, weil das kann man, eine Definitionsliste kann man nicht anders anlegen. Aber über diese Rollenzuordnung, ich sehe schon, du hattest das schon zugewiesen. Genau, das haben wir auch bei der Merkung. Nicht die Tabelle Ja. ist nicht tragisch, aber vielleicht kannst du kurz mal rüberspringen, Natürlich, das ist. um zu zeigen, Ja. F6. Navigation. Dokument durchsuchen. Ein F6. Accesswort Bindestrich Hier Rollenzuordnungen. ist dieses schöne Access Word Plugin, was sich direkt in Word dann gleichzeitig öffnet und was man so vorbereiten kann, wenn man es installiert hat und die Lizenz besitzt und so weiter. Und hier sind dann diese Rollenzuordnungen, die man dann wählen kann. In dem Fall wählen konnte, man macht aus der Tabelle eine Definitionsliste. genau. Und wir haben schon ein bisschen überzogen, deswegen, Ja, also was wir hier zeigen wollten, ist zum einen, okay, wie muss man den Word strukturieren, von der Information her, nicht nur visuell, sondern auch richtig anlegen. Und das andere ist, also das ist schon ziemlich advanced, wenn auch ein Screenreader-Nutzer aus einer zweispaltigen Tabelle eine Definitionsliste machen kann, mit der Screenreader-Nutzer viel besser zurechtkommen als jetzt mit der zweispaltigen Tabelle. Genau. Ich hätte jetzt gesagt, Rufus,
Also wir haben das eine Dokument haben wir schon übersprungen, Ja. aber die Zeit, wir haben uns jetzt Natürlich. Zeit genommen, das Ja. zu zeigen. Ich würde jetzt Genau. die Fragerunde öffnen, sodass wir, ich hatte schon Hände oben gesehen. Ja, ach, schön. Ich glaube, es Ja. gibt bestimmt viele Alles klar. Fragen zu diesem Thema. Ja, ich bin gespannt. Danke.